Coming up, it's an NFC West battle as we'll see the Cardinals host the Seahawks. Arizona needs a win to split the series for the third straight year. It's the close of the regular season, and it's next on EA Sports. We find ourselves at the home of the world's first retractable natural grass field as you get a look inside State Farm Stadium in Glendale. So this was the scene a moment ago. The Cardinals emerging from their tunnel, and we are ready for football as the Cards get set to match up against the Seattle Seahawks. With Charles Davis, as always, I'm Brandon Gaudin. And Charles, you talk about storylines in this one. I think it begins and ends with our two quarterbacks, certainly two of the best in the business. And nowadays, I don't think you can get by for long periods of time without a top-flight quarterback. The way the game is played, with all the responsibility he has and how the game flows through him, if he's not on the top of his game, your team's not going to benefit at all. Und damit geht es los zu Let's Play Madden NFL 22. Die letzte Woche mit den Seahawks und wir sehen, dass die Dallas Cowboys gegen die Eagles gewonnen haben. Also haben wir eigentlich, das heißt eigentlich, wir haben keine Chance mehr auf den Number One Seed in der NFC. Das heißt, für uns geht es jetzt eigentlich nur noch darum, das Spiel ordentlich nach Hause zu bringen, zu gewinnen. Gegen die Cardinals ist es einfach Division-Duell und dann ab in die Playoffs zu marschieren. Das ist der Plan für heute. Und vielleicht den einen oder anderen Wert bei Wilson oder Luckett und Co. noch mal ein bisschen besser zu machen, sagen wir es mal so. Aber wir beginnen erstmal mit einem Laufspiel. Über Chris Carson. 7 Yards ist in Ordnung, kann man machen. Das Ziel ist natürlich ganz klar, gewinnen. Nichts anderes. Also wir wollen das Spiel hier gewinnen, um in die Playoffs auch gut reinzugehen mit einem guten Gefühl. Luckett, schöner Catch. Und dort dann durchzustarten und vielleicht den Run auf dem Super Bowl zu starten. Denn das ist das große Ziel ganz am Ende. Wir wollen den Super Bowl. Average, schön. Every series, they have to work hard to pick up first downs, and you tend to stall them out when you do that. Bisher läuft es ganz gut. Wir kommen gut voran hier. Kaum Probleme. Kann man machen. Und kaum Sagis haben wir die Interception. Ah, die war doof. The Cardinals now getting set to go offensively, and it'll be the dual threat quarterback Kyler Murray leading the way. Okay, I thought there was something to build on in last week's game by his performance. I thought he played fairly well overall. The numbers won't knock your socks off. So, und jetzt müssen wir irgendwie das Ding hier verteidigen. One interception, continue to take care of the ball, and maybe increase the number of times he puts the ball in the end zone with a receiver. Und da ist schon mal Hand mit dem ersten Tackle. So geht das schon mal gut voran. Also so könnte die Interception nicht ganz so weh tun, wenn wir das weiterhin so verteidigen. Hand kommt hier gut durch. Stoppt James Conner. Perfekt.
So now they have to contend with 2nd and 13 after the first down run goes backwards. Out of the gun, here's Murray. This one complete to Christian Kirk. Und da kriegt Christian Kirk gleich mal 3 Mann ab. Brooks, Jamal Adams und Jones. Is actually one of the safer things an offense can do. Get the ball out to the receiver as fast as possible. Hope he's got man-to-man Ah, da ist er drüber. his athleticism wins on the perimeter. Schade. Division rivals, the schedule maker gave them a couple of second-half meetings this year. They met for the first time back in Week 11, and it was the visitors getting the win there, so they'll be looking for the sweep back here at home. Flush to his right. And Murray with a slide at the end of the play, picks up the first down and then slides to the ground. From down at the 12, it's 1st and 10. Shotgun now for Murray. Buying time to his left. He is into the end zone. Touchdown, Arizona. Kyler Murray, a 12-yard touchdown run. And the Cardinals have taken the early lead. Not the first time on this drive we saw him take matters into his own hands, and this time he finishes things off with a touchdown run. You're not going to be happy with me, but I think he took matters into his own feet, didn't he? No. Davis from the top. Und das ist schon mal bitter, weil wir hatten sogar am Anfang den Ball. Das heißt, jetzt rennen wir in der Führung hinterher von den Cardinals und kriegen in der zweiten Halbzeit sogar nicht mal den Ball. Aber es ist eine harte Aufgabe. Aber das sollten wir hinkriegen. No run back here, down to a knee, and this drive will start at the 25. So. Russell Wilson now From gears Wilson. up to lead the offense again. And he'll look to rebound from the early interception that led to 6 points the other way. And when he threw the interception So. and he had to come to the sideline, I guarantee his first thought wasn't about the interception itself, but what could result. And I know he was thinking to himself, come on, defense, bail me out. Well, they weren't able to in this situation. Now he's got to go out and atone for it himself, but he can't force things. And they work this well upfield across the 45. War auch wieder ein bisschen eng, aber egal. Der Lauf war okay. So. 3 yards on that last carry. Here's 2nd and 7. From midfield now, here's Wilson. And he takes a shot on the release as this will be incomplete. Und jetzt sind wir schon beim 3. und 7. Natürlich scheiße. They head to the line facing a 3rd and 7 following the incompletion on 2nd down. Und da ist Everett. Schönes Ding, Everett. A big play that time on a catch and run. And CD, we have seen some great runs the last few times we've been together, but I think we can at least put this one in our top 5. That was a determined gallop there. And that, in a nutshell, shows you what this guy is made of. I mean, most guys in the NFL just can't do that. He absorbed the contact, refocused himself, and made a break for the end zone. And the next-gen stats shows us the tale of how much yardage he was able to pick up after the initial contact. So how about this? Das war ein richtig guter Lauf von Everett nach dem Catch. Mal gucken, ob wir jetzt einen guten Lauf mit Carson hinkriegen. Das ist ein richtig starker Lauf. Neues First Down. Well, partners, my old man used to say, make sure you strap up tight if you're going to try to stop one of those big horses out there. As you just saw there, this guy does not go down easily. Und der Hit hat sogar gesessen, ordentlich. Also wären da nicht noch zig andere gewesen, dann hätte das in der Endzone enden können für uns. Aber jetzt versuchen wir erstmal einen Touchdown rauszubekommen.
wir müssen das Timeout nehmen. Dann wird wieder die Slant-Route für Metcalf ausgepackt. Und da ist Locke. Touchdown. Tyler Lockett, his 9th touchdown of the season. And the Seahawks just an extra point away from tying this thing up. Bouncing back nicely from that bad opening drive where he threw the interception. Drive number 2 leads him right down the field and into the end zone. So obviously his confidence was never lost, and that's a good thing to see. Great quality to have, and you absolutely must maintain that as a quarterback. Und der PAT. Oh, der sitzt nicht. Der ist weg. Das ist heute nicht unser Spiel. Ich merke das schon. Ah, der PAT war schade. Ich sag nichts zu laut. Der Hit hat wenigstens ordentlich gesessen. Gegen Moore. Und jetzt kommt Murray mit der Offense wieder. Und das Problem bei Murray ist einfach für mich, du weißt halt nicht, was der Junge macht. Und das ist so ein bisschen... Man weiß halt wirklich nicht, rennt er jetzt dasselbe, wirft er... Und da ist Barton mit dem Hit gegen Murray. So mache ich das. Da kriegt Murray den nächsten. 3. und 1. Hoffen wir mal, dass wir jetzt mit Airwoods da durchbrechen können. Nein, erstes Quarter ist vorbei. So, zweites Quarter. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt... Nein, können wir leider nicht. Es ist ärgerlich. Wir brauchen einen Turnover. Das wäre das Einzige, was uns jetzt wirklich extrem weiterhelfen würde. Sowas zum Beispiel. Dunlap schnell gestoppt mit Connor. Hier kommt gut durch, schnell gestoppt, James Conner im Backfield noch. So habe ich das gerne. Wir müssen das jetzt nur so zu Ende bringen. Weil 2. und 13, da dürfen wir jetzt kein neues First Down am besten zulassen. Und das sieht schon mal gut aus. 3. und 8 jetzt. Komm. Und das war's. Das ist ein Stopp. Das ist ein wichtiger Stopp. Und wir kriegen den Ball 5:29 vor Ende. Das ist genug Zeit, um das Feld nochmal runter zu marschieren. Und der ist out of bounds. Jetzt kommen wir wieder. And I love that word, hot, because every team in the league wants to go into the playoffs on that uptick. Because a lot of the time you serve notice to the rest of the league that, hey, we're the team you need to deal with. Schön, We're the team that's going to be a real problem for you. And if they can continue this streak,
they could very well be that team and gain that confidence that they're seeking as they head to the playoffs. And confidence, that's the word I would use from our meetings with them. They said we're playing our best football right now. It Der is Lauf. showing. And he'll get it Auch in Ordnung, ist neues First Down. These two teams, they met up in Seattle earlier in the year with the Seahawks coming away victorious. So a win here in Arizona would give them the season sweep. From the 34 now, here's 1st and 10. Wilson. Left side here, taken in by Metcalf. Schön in der DK. One tackle, but then quickly brought down, but a nice little gain. 7 yards, the pickup there. Da könnte DK ordentlich frei werden. From the 41, Wilson. Aber Everett ist noch freier. Schön. That was a route run not just with dexterity, but with intelligence. Found the hole in the zone, made sure the quarterback saw him, and was able Jetzt to make geht's the langsam short nach catch, vorne für and tie uns. the down marker back to 1. Und da ist Chris Carson. Ordentlicher Lauf. Schönes Ding. Chris Carson. Partner, in our years together, we've never really run into a player that's admitted a doubt or a lack of confidence, right? But right now, I'm just wondering about that interior line because on defense, they're starting to get manhandled at the point of attack. Do they have it in them to figure a way to reverse the tide? Because right now, they're running the ball at will. So into Cardinal territory now. It's 1st and 10 at the 35-yard line. Los geht's. Now Wilson. This one into the hands of Metcalf. Oh, das müsste neues. Ja, neues First Down. That looked like a pretty good route combination there because you've got to find a way to clear the guy running the drag. Because when you do, you Das just finde put ich the schon mal ball on gut. it Neues and then let First it Down run. ist immer gut. 1st and 10, and they've got 3 tight ends out there. A jumbo package look. Now it's Carson. Der Lauf hat eben gerade schon halbwegs gut funktioniert. Warum nicht nochmal? Und das tut er auch. Give credit to the defense for stringing that play out, and they gave up no cutback angle. You know he was trying to dart through. No place for him to go. A nice job there, only giving up a 3-yard gain. From the 22, Wilson escaping the pressure right. A minute 55 left to go in the first half of play. So, das war die 2-Minute-Warning und jetzt haben wir 3. und 5. So. And on 3rd and 5, this will be the 8th play of the drive. Jetzt können wir das Ganze einfach machen. Throwing is Wilson. On the move to his left. And this is intercepted, but they'll say out of bounds. So very close to a turnover there in the end zone. As soon as I saw him break contain and get outside, my first thought and my eyes gravitated downfield because nowadays, most of these quarterbacks, when they do that, they want the big play downfield. They don't want to throw it short. In this case, Der geht rein. Das ist ganz gut. Ich habe nah am Ende der Endzone geworfen, weil ich mir dachte, wenn er intercepted wird, dann fällt er wenigstens raus, out of bounds, und wir haben noch die Chance. Weil nach vorne bin ich nicht mehr gekommen mit Wilson und da was zu riskieren mit einem Fumble oder sonstiges. Nee. Dann mache ich lieber das Field Goal. Und wir versuchen sie jetzt 1,45 vom Ende nochmal zu stoppen. Wir haben es schon mal hinbekommen, also warum sollten wir es nicht noch einmal hinbekommen? Leverage guys, win the line of scrimmage. If you do that, you start to win first down. You win So, second down. los And geht's. guess what? You start accumulating first downs, and that's what they need in order to not punt the ball again. Over the middle, complete. That's Williams. And he's taken Und down. weswegen jetzt die Flag? Across the 35. Personal foul. This is roughing the passer. That's a demon.
Roughing the pass. Ist klar. So they will accept the penalty and move forward. So now a fresh set of downs, 1st and 10 after roughing the passer. Jetzt sind wir beim 1. und Murray 10. now. It's caught on the right side. Williams. So ist schön. And he'll Wieder lose rückwärts. yardage here, back at the 47. To throw again on 2nd down. Murray throwing the out route incomplete. That's Green. But that's what you're looking for when you want to Sind throw wir the ball beim downfield. You want one of those guys who can 3. play und out on 3. third, play out wide, who can not only get Und open, Timeout. but when they're covered, can uncover themselves Was downfield machen wir and jetzt create so? catches. A good chance this is Ich gehe lieber auf den Pass. Ich glaube nicht, dass sie laufen werden. Looking at a 3rd and 3. Here's Murray. The catch made by DeAndre Hopkins. Ah, und sie kommen halt rüber. Mist. Ah, wir müssen da näher an den Spielern sein. So offene Routen für Hopkins kannst du nicht machen. Ja, und jetzt marschieren sie nach vorne, die Cardinals. And as a quarterback, you always want to exploit gaps in the defense, and he finds one here. Crossing route, working from right Was to unser left across Problem the werden field. könnte, Once you get defenders going in the wrong direction, it is awfully hard for them to pivot back, and you end up getting ist the ganz first down. einfach der verschossene PAT am Anfang des Spiels. Der, also bei unserem Touchdown, der könnte uns jetzt zum Verhängnis werden. Murray to air it out again. Looking left side and he's got a man. That's Williams. Nein! Hat er ihn? Nein, er hat ihn nicht. Austin hat ihn nicht. Das wäre ein Fumble gewesen. And one of my good coaching buddies, Frank Delano, always told me, hey Davis, creating turnovers is not as much about skill as it is about design. Oh, der ist nicht rüber. Der ist nicht rüber. Definitiv nicht. So they won't get a touchdown, but here's a Wollte chance schon to at sagen. least get 3 to end the first half. From the left hash, a chip shot here. Der ist drinne, damit steht es 10-9. Ja, Arizona kriegt den Ball, aber wir haben noch eine Return-Chance jetzt mit Penny. Hoffen wir mal, dass die jetzt so gut geht und der Return gut ist. Ja, nee. And they'll start this drive just across the 30. Pretty nice work on the return. Coming to the line here to begin their next drive. The Seahawks offense. Eine Sekunde, gucken, was passiert. 1 second, all that remains. Final play of the half. It's Wilson. Da passiert gar nichts. Weg. Incomplete. Und wir gehen in die So Halbzeit. we reach halftime here in Glendale with the Cardinals on top. As we send you on out to our studios in Orlando, here's Jonathan Coachman at REA Sports Halftime Report. All right, Brandon, thanks very much. We'll get back to you and Charles in a minute. But first, time to give the folks at home a look at what's going on around the NFL. We'll start our tour out in the city of Angels, Los Angeles. And it's the Rams who are out in front as those teams approach halftime. Matthew Stafford's thrown a touchdown pass. Next, we'll check in on the silver and black as we head to Las Vegas to see what's happening with the Raiders. And they lead the visiting LA Chargers at halftime. Deshaun Jackson, a touchdown catch in that first half. Lastly, we're off to the Rocky Mountains, Denver, Colorado. See what's happening with the Broncos. And they trail the visiting Chiefs in that one. Patrick Mahomes looking good. 2 touchdown passes. Continuing on, here's a look at the next-gen stats in that first half, and they weren't able to get a whole lot done throwing the football. That'll likely be a big key if they want to turn things around in the second half. Meanwhile, for the Cardinals, they did not have quite the same amount of success in the passing game that their counterparts did, as you get a look at the numbers there. Both teams finishing up their halftime adjustments. We're about ready to get back to football at State Farm Stadium. And for the call, let's head back out to Glendale and hand it over
So. Ihr habt gesehen, was wir jetzt ausgewählt haben. Also wir wollen mehr die Medium-Pässe gehen und verteidigen weiterhin die Outside-Runs. Weil das sind die gefährlichen. Dort ist auch das, was Murray immer wieder ausspricht. Und das wollen wir verhindern. Und kaum reden wir von ihm, da ist er. Kyler Murray. Und jetzt hoffen wir, dass wir ihn direkt stoppen können und wir den Ball kriegen. Das wäre das Beste für uns. Und da ist Bobby Wagner dran an James Conner. 8 yards the tally on that first down run. Here's 2nd and 2. Here's Murray. He'll go out to the flat for Edmonds. And they get him down. Ja, und da gibt's nächste Roughing the Passer. So that one will be accepted. After the penalty, a fresh set of downs. It's 1st and 10. Du wusstest schon, wo die Flagge geflogen kam, dass das nur Roughing the Passer sein kann. They'll stay on the ground with Connor again. And not a whole lot of room to operate there on the first So, down Brooks run. mit dem It's Stopp. maybe 3. The last run got 3. Now here's 2nd and 7. 2. und 7. Here's Murray as he sets to throw it. Nein, nein! Incomplete. He was out there waving his arms saying throw it here, dropped it, not a good look. Well, all I can do is just Oh, look da at the hätten wir eine attempt on that one. Interception As a haben defensive back, I'm können. saying, not as an announcer, just like, really? A little bit of a diva look, isn't it? Yeah, very much so, because I think what happens is he just had too much time to think. He's wide open now. Und damit sind wir mit Bobby dran. Das ist kein First Down. 4 Down Inches. Very close to a first down, but from where they're spotting that football, he's going to be a foot or so short. That's a nice design there, but sometimes, though, you get so many blockers out ahead of you, they kind of slow you down and force you to adjust. You always appreciate guys trying to help you, but maybe one less Nein, und das could ist turn this into a bigger drüber. game. And he gets it down a yard or 2 shy of the 30 before he's out of bounds. Line of scrimmage, the 31 now on 1st and 10. Wir hätten doch einfach den Punt nehmen können. Das wäre doch das Beste gewesen für uns alle. And he's got this down almost to the 20 before he's dropped. Na, das ist der nächste First Down. Jetzt gerade kriegen wir keinen Stopp hin und das ist ärgerlich. Wir hatten sie beim 4. und Inches, aber sie haben einfach weitergemacht. Als ob es nichts gewesen wäre. And able to get this down inside the 15 to either the 13 or 14 before he's out of bounds. Und jetzt so langsam wird es wieder kritisch, weil jetzt sind sie kurz vor der Endzone und lassen uns nicht viel Zeit auf der Uhr. Inside 4 minutes to go, third quarter. Das wird halt sehr gefährlich dann für uns. Looking to throw again on 2nd down. Murray. Toward the Und der ist center weg. of the field, but it's incomplete. The 8th play of the drive coming up. It's 3rd and 3. Komm. To throw, it's Murray. Throwing the out route, incomplete. That's Hopkins. And he is out of bounds, getting Jetzt it haben sie down erst to ein 10. Goal und jetzt so langsam. So not quite a 1st and goal. Wird schwer. It's 1st and 10 from the 10. Again, they'll throw with Murray. He's Und got da haben wir it. Kyler Murray. At the 23-yard line. Dunlap. Carlos Dunlap, the Florida Schönes Gator, Ding. chopping his way to the quarterback. Well, there's still time to rectify this situation because the silver lining, it took a Und jetzt sack sind on wir 1st beim and goal. But that close 2. to the und goal Goal, line, aber that's still deutlich definitely weiter a goal. hinten. 22-Yard-Line oder so. 2nd and goal. Murray. Eluding the pressure right. Open space inside the 10. Das And gibt's he doch will nicht. slide Dieser Murray, down ne? with a good gain. A big Ja, chunk es of ist real so estate covered on the scramble. nervig mit dem. But it will be 3rd and goal. This has Jetzt been sind sie a schon long wieder beim drive. You 3. gotta und figure Goal, a nah field goal would dran. be a letdown. Can they convert now on 3rd and goal? Toward the end zone, Und but der that's ist gonna wenigstens wind weg. up Deshaun Hand hat sich incomplete. verletzt. And now following the Ich hoffe nicht incomplete an seiner pass, we'll get a Hand. timeout here Entschuldigung. for an injured player. And this is Für den certainly Witz. not what you want to see in the final week of the year. We'll be back.
Aber das gibt nur ein Field Goal und das ist gut für uns. Gerade da wir jetzt nur noch 2 Minuten im dritten Quarter kriegen, ist das relativ gut für uns. Das Ding ist weg. Und jetzt müssen wir einen ordentlichen Drive hinlegen. One team, hey, we've kept it within range. The other side saying, hey, we put points on the board and did stretch out the lead. Let's see how this one turns out. Yeah, still bottom line, though. 3 points for the opening drive of the third quarter. Elbow return soon. Injury risk is low. Dann nehmen wir das mal. Coming to the line here to begin their next drive, the Seahawks offense. And their deficit a little wider now than it was at halftime following the field goal a moment ago. But the goal is still the same because you know they want to come out, establish a rhythm in the second half and get going. Make no mistake about DK. it. Kicking field goals, not in their game plan. They need to get the ball in the end zone. Bisschen hochgeworfen von Wilson, aber okay. Kann man mal machen. Und das ist ein schöner Lauf von Carson. 60 yards now on the ground on just 7 carries. So kommen wir immer näher nach vorne. Das war aber auch ein guter Lauf. Wäre die 36 da nicht noch gewesen, dann hätten wir weg sein können. Ah, und der wird schwer. Oh, ein schöner Lauf von Chris Carson. 2001. Decided to hand it off that time on the run pass option. Appeared to be an easy decision. Just gave it inside. Nice steady gain. So. And they'll get this to Ruggs on the jet sweep. Und der ist drüber. We've seen running backs in today's NFL get involved in the passing game. Maybe it's about time more receivers like that get involved in the running game. And that is something we are seeing more and more in this league. No question about it. That wasn't the biggest of gains, but it was enough to get them a first down. And it continues to test the defense. Das war... might end up with the ball. 1 quarter remains here as the regular season starts to wind down. You're watching the Der war gefährlich. EA Sports. Zum Glück hat Everett sich dann hingesetzt und den Ball in den Händen gehalten. Oh, nee. And this play a lot like the previous one, thanks to that stout Cardinal defense. Back-to-back, they've been tackled behind the line. So third down now. They need the Und da könnte einiges frei werden. Wilson. Und den hat DK Metcalf und das ist der Touchdown. DK. Metcalf hitting double digits with his 10th touchdown of the season. And the Seahawks are going to retake the lead. This has definitely been a back-and-forth affair, and now they have the lead here in the fourth quarter. Yeah, and they gave up the field goal on that last drive, as we remember, but it felt like their offense. Und jetzt müssten wir eigentlich für die Two-Point gehen. Nur ob die gut geht, ist eine andere Frage. Aber wir versuchen es. Komm. Und den hat Everett. Den hat er. And around the goal line, especially on 2-point tries, sometimes the QB's best friend is that big target, the tight end. I love how you described it because you know he's going to have some length and some catch radius as well as a big body to keep people away from the football. Damit 17:13.
6:27 vor Ende des vierten Viertels und vor Ende des Spiels. Arizona's offense back out and ready to go. And they will be looking to answer the touchdown their defense just surrendered. Still a good chunk of time remaining here in the fourth quarter and a chance to regain the lead in a tight one. Murray and the Cardinals with a 1st and 10 at their own 25-yard line. They'll start the drive with a give to Connor. And nothing much Und der geht schon mal zu Connor und der ist nicht wirklich weit nach vorne gekommen, zum Glück. 2. und 8. And you're probably thinking to yourself, why do they keep feeding him the football? Well, they trust him first and foremost. They do believe that over time he might actually pop one of these runs. But bottom line is, he takes care of the ball well for them. So Den they hat keep handing it to Green. him. And here we are in the fourth quarter, partner, and watch them drive for what would be a go-ahead touchdown. And you and I both know, this is where you need a quarterback who can keep his cool back there. Not just for himself, but to keep the rest of the team relaxed too. Yeah, he did not want to go down there as he carries tackles for a 2001. solid gain of 9. Gerade schnell nach vorne kommen sie. Ja, stoppen eher nein. Again, a run with Connor. Klar, auf jeden Fall. Connor haut Sherman weg, als ob der gar nicht existent wäre. I bet the offensive lineman said, "Are you kidding? We just get on our backs and let's go get the first down." They love being physical. On first down, Connor going to be lucky to get back to the line. Und da war Bobby Wagner. Und sowas kann dann auch mal ganz schnell ein Fumble sein. Leider in dem Fall nicht. Aber der hat ordentlich gesessen. Das Tackle von Bobby Wagner. Officially nothing on that last run. They'll So. try again, 2nd and 10. 2. und 10, nix passiert. Now Murray. He finds Hopkins complete. And that'll wind up moving the chains again as the tackle's going to be made at the Seahawks' 29-yard line. But whenever you call and run the hitch route, a lot of times that ball's got to be in the air before the receiver even turns around. That's the result. Aber das ist gerade für uns gerade, das wird nichts. Make sure that ball's out of your hands, and oftentimes the receiver turns around and there's the ball. Nee. That's completion there. Die sind gerade viel zu gut. Die Cardinals. It's a jet sweep. They get it to Green. And they Nee. got it inside the 10 at the 8. Und so langsam müssen wir uns damit abfinden, dass das hier doch vielleicht eine Niederlage geben könnte, weil die Cardinals sind einfach gerade viel zu gut. Wir kriegen sie nicht gestoppt. Also überhaupt nicht. Egal, was wir hier machen, sie sind einen zu schnell. Und das ist gerade das, was mich so ein bisschen skeptisch stimmt, auch gerade was unseren versuchten SuperBowl-Run anzugehen, denn nein. Illegal Touching Offense, den nehmen wir. Und damit 4. und Goal. Und jetzt, let's go. Yes! Fourth down, but that pass is knocked away and incomplete. They can't hook up here on the 4th down pass attempt, and the Seahawks are going to take over the football. Und so retten wir uns selbst irgendwie, also ein Illegal Touching und generell unsere Defense rettet uns den Arsch. And
Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Boah, denn die Cardinals waren heute das bessere Team. Sie haben den besseren Football gespielt, sie waren durchschlagskräftiger. Also wir können froh sein, dass wir hier mit diesem Sieg gerade gehen. Aber dieses Spiel hat mich so ein bisschen komisch gestimmt, was diesen, ich sag mal, Versuch, den Super Bowl zu gewinnen, ein bisschen skeptisch stimmt. Denn wenn wir jetzt schon solche Probleme gegen die Cardinals haben, wie sieht das dann jetzt gleich in den, also ab nächster Woche in den Playoffs aus, wenn wir extrem harte Gegner kriegen? Das ist das, was ich mich dann frage. Und schön. So there you go. Save your best scramble of the day for a big-time situation in the fourth So. quarter, picking up the first. You don't want to use it up early, right? You want to make sure you save it for that exact moment, that key time. And that's what he did, although you and I both know it Und wasn't das that way. war's. What a nice job using his eyes, scanning the field, 17-13 wird das Spiel ausgehen. Ich werde jetzt hier nichts mehr machen. Ich werde jetzt nur noch abknien und das war's. Wir haben das Spiel gewonnen. The run got 4. Now they deal with a 2nd and 6. Let's go. The Seahawks Runter in damit. victory formation as they go ahead and take the knee. Passen noch kurz die Zeit an. Nehmen uns das So here nächste we go, Play. Charles, 3rd down. Any chance you're throwing? I don't think so. I think you got to keep the clock rolling here. Down to a knee one more time. Mal and that eins should runter just und das about war's. do it. Partner, they took a knee to finish this one off. To me, that's the only thing they lost in the fourth quarter. How about that comeback? Yeah, trailed coming into the last frame. Got it done, taking the knee. Die letzten Sekunden laufen runter. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist die Regular Season So the victory vorbei. here for Seattle, and they were Wir spurred on sind by a strong durch performance in that mit der fourth Regular quarter Season. as they held 17 zu their opponents off the 13 scoreboard. im letzten Spiel. Ein Sieg ist es, kein guter, kein verdienter Sieg, aber ein Sieg. Und auch dreckige Siege müssen wir mal einfahren. Das haben wir gemacht. Und jetzt geht es ab in die Saison, würde ich einfach mal sagen, weil jetzt, ab jetzt beginnt die Saison erst mit den Playoffs und hoffentlich geht es sehr, sehr, sehr weit in den Playoffs für uns. So. Zack. DK Metcalf kriegt sogar jetzt noch ein Upgrade. Ist damit 90 stark overall. Das finde ich not bad. Jason Myers bekommt auch noch mal ein. Und da machen wir mal die Zielgenauigkeit besser bei ihm. Ist damit jetzt 75 stark. Und dann gehen wir vor in die Wildcard Weekend und schauen, wer unser Gegner ist. Und es sind die San Francisco 49ers. Sind unsere Gegner. Sie sind das als siebtbestes Team weitergekommen. Alleine aus unserer Division. Die Rams mit drin, 49ers und wir. Also die NFC West ist definitiv die beste Division. Und wir wollen diese Division gewinnen. Und das Gute ist, wenn wir weiterkommen, können wir gegen das schlechteste, also wenn es gut läuft sogar, kriegen wir das beste Team, was weiterkommt. Also wenn entweder die Bucks oder
ja, es können halt die Bucks im größtenfalls Green Bay oder LA werden. Und die Cowboys kriegen ja das schlechteste Team, was weiterkommt. Also schauen, wie sich das weiterentwickelt in den Playoffs. Also nicht irritieren lassen, dass wir da oben bei den Cowboys stehen. Wir müssen danach definitiv nicht gegen die Cowboys, weil die Cowboys kriegen das schlechteste Team, was weiterkommt. Also das schlecht gerankteste Team, was weiterkommt. Also wir könnten im Höchstfall im NFC Championship Game auf die Cowboys treffen. Was ich interessant finde an der AFC ist, dass die Raiders das beste Team der AFC sind. Also Chapeau, Hut ab, Raiders. Aber mal schauen. Wir sind jetzt weiter und bereiten uns darauf vor, nächste Woche gegen die San Francisco 49ers ran zu müssen. Wir machen jetzt noch ganz kurz das Training und dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch dabei. Hoffen, dass wir keine Verletzungen haben für das Playoffs-Game. Das sieht relativ gut aus. Ja, da hat sich keiner verletzt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Let's Play Madden NFL 22 Wildcard gegen die San Francisco 49ers. Ciao.